So, wenn dieser schwarze Rauch kommt und das ertönt, dann geht's wohl los. Jawohl. Guten Morgen, Leute. Da bin ich wieder am frühen Morgen. Wo bin ich wohl? In Nordhausen. Hinten, das ist nicht das Gefängnis oder so. Das hier ist das Hotel. Eine von euch, Maren, weiß ich nicht, wie die heißt, die wird schon wissen, wenn sie sieht, dass ich in Nordhausen war. Sie sagte die ganze Zeit, komm mal nach Nordhausen, komm mal nach Nordhausen. Und jetzt bin ich da und bin selber mal gespannt. Ich bin gestern nachts hier im Dunkeln angekommen, was mich hier so erwartet. Und euch nehme ich natürlich mit. Auf geht's! Übrigens, das war ein sehr schönes Hotel, wirklich sehr schön, sauber, direkt hier an der Straße gelegen. Und die an der Rezeption, die sagte mir, es ist wohl 4 Baustellen hier, aber der Bahnhof soll 300 Meter von hier sein. Da bin ich mal gespannt. Ich laufe einfach mal mit euch dahin. Da hinten sehe ich auch schon so eine Brücke. Kann sein, dass da hinten schon die Schienen sind. So, auf geht's. So, da bin ich mal gespannt, wollte ich sagen. Aber da sehe ich doch schon etwas. Schaut mal, seht ihr auch das, was ich sehe hier über der Mauer? Das scheint so ein alter Wasserturm zu sein. Und so einen ganz alten Zug. Da laufen wir doch mal direkt rein. Das sind doch ganz alte Züge, Leute, oder nicht? Mit so ganz alten Warnanlagen hier und so. Das wird sehr wahrscheinlich interessant. Dahin sehe ich auch, glaube ich, schon den Bahnhof. Ja, hoffentlich enttäuscht mich das hier nicht. Und wir werden fündig. Auf jeden Fall so alte Gebäude und so haben die hier genug. Ja, ich google mal schnell, was es mit Nordhausen auf sich hat. Schaut mal, was ich hier entdeckt habe beim Durchstöbern von Wikipedia. Ich war noch nicht bereit, da habe ich den Kollegen hier gesehen. Ich weiß gar nicht, wo der jetzt hier auf einmal herkommt, so über die Straße und so. Scheint eine Straßenbahn gewesen zu sein. Also Nordhausen, Leute, über 1000 Jahre alt, haltet euch fest. Bekannt durch seine Kornbrennerei oder so, was ich so gelesen habe. Ich muss noch weiterlesen, dann kann ich euch mehr zu erzählen. Das liegt übrigens in Thüringen, das habe ich vorhin am Anfang auch vergessen, euch zu sagen. Aber ich kann hier einfach so über die Straße, über die Schilder, Schienen. Ja, tatsächlich, hier ist dieses Teil. Ihr werdet bestimmt erkennen, was für ein Teil das ist. So, wir nähern uns langsam Nordhausen Nord. Aber etwas hat mich jetzt irritiert. Es gibt wohl noch 2 oder 3 Nordhausen. Nicht, dass ich jetzt im falschen Nordhausen gekommen bin. Ich bin ja von Rostock hier rüber gefahren, das waren fast schon 500 Kilometer. Und da habe ich einfach Nordhausen eingegeben und ich bin hier gelandet. Ich hoffe mal, das ist das richtige Nordhausen. Was steht da? So fahren Sie den Harz. Ach, so erfahren Sie den Harz. Ah, von hier kann man wohl in den Harz irgendwie fahren. Nach Wernigerode und Brocken. Brocken sagt mir doch was. In den Brocken, das kommt manchmal in den Nachrichten, Leute. War nicht da letztens das Feuer und so? Ah, ich sehe schon den Zopp. Jawohl, ich höre auch links irgendwo einen Bus oder so. Hört ihr das auch? Was ist das? Irgendwas höre ich hier von links kommen. Ja, einen schönen MAN sehe ich hier von links kommen. Jawohl, einen sehr, sehr schönen Bus mit schöner Werbung drauf. Ein schön effizient Hybrid. Genau, das hatte die Maren, ich sage immer die Maren, aber das ist sehr wahrscheinlich die Mutter. Oh, der hatte das gesagt, bei uns fahren sehr viele schöne, effizient Busse. Ja, einen schönen Zopp haben die hier. Aber und hier ist wohl sehr wahrscheinlich dann auch die Straßenbahn, die dann hier lang fährt. Aber wenn es mit dem Bahnhof nur das hier gewesen sein sollte, wäre das ein bisschen schwach. Schmalspurbahn. Was?
Dampfladen, Bahnhofsplatz 3, Harzer Schmalspurbahn. Ja. Soll tatsächlich nur das der Bahnhof gewesen sein? Aber dahin sind noch Schienen. Oder ich bin wieder ganz falsch hier. Mal gucken. Ich schlag mich mal hier durch, Leute. Nicht, dass das ein Satz mit X ist. Habe ich schon mal gehabt. Komm hier hin, komm hier hin. Da kommt man dahin. 1, 2 Busse, kleinen Bahnhof. Aber wir wollen ja alles sehen. Aber so wie es aussieht, ist hier der richtige Bahnhof. Das andere war wohl nur Schmalspur, eben halt in den Harz oder so. Und das hier scheint der richtige Bahnhof zu sein. Ist ja auch noch früh am Morgen, aber es ist Montag. Ich bin nicht an einem Sonntag hier. So, im Bahnhof selber gibt es natürlich wieder Fressbuden, das Reisezentrum, Abellio, das sagt mir was. Ja, ja, und natürlich Bäckerei, Ticketautomat, Presse, irgendwas zum Lesen. Und dann geht es auch schon direkt hier raus zu den Bahnsteige. Gelbe Abfahrt, Zeitenplan, sag ich mal. So, und jetzt bin ich erstmal richtig hier Nordhausen am Bahnhof. Ja, das sieht doch schon mal schön aus. Ja, mal gucken, ob wir hier irgendwas sehen. Aber da vorne ist schon so ein Kollege am Arbeiten. Seht ihr das da ganz hinten? Ja, der schiebt da irgendwelche Waggons oder so. Ich habe heute Zeit, ich habe ja noch frei. Gucke ich mir mal alles an, was es hier so zu entdecken gibt. Da ganz hinten steht auch einer. Einfach so da abgestellt. Ja, bleibt weiter dran, bleibt gespannt. Und das ist hier der andere Bahnhof mit dieser Schmalspurgeschichte da. Hab gar nicht gemessen, ob die tatsächlich so schmal ist. 9:39 Uhr kommt eins nach Bodenfelde, Ankunft 9:15 Uhr als RB 80 von Göttingen. Genau, einer von euch hatte mal gesagt, fahr doch mal nach Göttingen. Jetzt fällt mir das wieder ein. Das heißt, dann werden wir mal nach Göttingen fahren. Richtung Elrich, Herzberg, Nordheim, Göttingen. Müssten von hier ja nicht so weit sein, dann machen wir das auch. Also hier, wenn der Kollege hier kommt, hat er hier Ende und muss dann wieder zurück. Aber die andere Seite ist ein Durchgangsgleise. So, ich bin extra jetzt hierher gelaufen, um dieses Prachtexemplar euch mal zu zeigen. Ja. Wirklich sehr interessant, wie die damals solche Sachen hier so gebaut haben, was für eine Technik da drin steckt. Ich will jetzt nicht wissen, die jetzigen Züge und so, diese ICEs, was für eine Technologie dahinter steckt. Ja, wirklich toll. Aber wo sind jetzt diese komischen alten Waggons? Ich habe gesagt, die kann ich jetzt von der Seite sehen. Die sind wohl noch hinter der Fabrik. Ah, da ganz hinten kann ich sie noch sehen. Vor dem komischen Wasserturm da. Ja, aber da war ja nichts Besonderes. Uns interessieren jetzt, was für Züge gleich hier kommen. Weil Maren oder Marens Sohn, keine Ahnung, jetzt muss ich den immer erwähnen, weil der hat so jedes Mal, das war schon fast Nerverei. Komm nach Nordhausen, komm nach Nordhausen. Wann kommst du nach Nordhausen? Bist du schon in Nordhausen? Ja, jetzt bin ich in Nordhausen. Ich weiß nur nicht mal, wie der Junge heißt. Ich sage immer Maren, aber das ist die Mutter. So, dann warten wir mal. Dauert noch ein bisschen. 17 nach kommen die erst. Und hier gibt es im Moment auch nichts zu zeigen. Da sind sie immer gut. Ja, komm hier hin, komm dahin. Dann kommt man mal dahin. Da habe ich noch mal gefragt gehabt in dem Premiere-Chat. Ja, wenn ich dann da bin, können wir dann auch Kaffee trinken. Aber nicht bei uns. Ja, toll. Warum ladet ihr mich dann ein, wenn ich nicht Kaffee trinken kann bei euch? Ja, Spaß natürlich. Aber ich habe auch so viele Anfragen gekriegt. Kannst du mal nicht nach uns kommen? Mein Sohn will dich sehen, aber der kann nicht aus dem Haus. Wegen eben halt anderen Sachen will ich jetzt hier nicht so erzählen. Private Sachen. Ich sage, ja, okay, habe ich auch schon gemacht, 2-mal. Und warum nicht? Wenn ich jemandem doch eine Freude machen kann, warum nicht?
So, ich glaube, jetzt kommt etwas. 9:17 Uhr, wie ich gerade schon gesagt hatte, nach Leinefelde. Ja. Aber ein Regio. Okay, den nehmen wir mal mit. So, beim Warten hat sich der Kollege da hinten schon in Bewegung gesetzt. Der zieht jetzt hier die ganzen Silo-Waggons irgendwo hin. Und da sind noch jede Menge da hinten. Ich warte immer noch auf den 9:17 Uhr Zug. So, gerade kam eine Durchsage, da kommt noch ein Bus. Der fährt aber, Bus sage ich schon, immer wieder Bus. Oh, das kriege ich nie raus aus dem Kopf. So, der fährt auf die andere Seite da hinten. Auch so ein Regio. Aber auf den ich warte, der ist noch nicht da. Wir haben noch 3 Minuten, dann müsste der auch gleich kommen. Mal gucken, was das für einer ist. Nicht, dass der mit Talent den hier meint. Nordthüringer Bahn. Ja, ich gehe mal noch ein bisschen weiter, da können wir den von vorne sehen. Der sagt die ganze Zeit, film doch mal ein Talent, film doch mal ein Talent. So, und auf der anderen Seite kommt der, auf den ich eigentlich gewartet hatte. Dann will ich nämlich in die Stadt mal gehen, gucken, was da so los ist. Auf den habe ich gewartet. Aber die Säulen stören. Ich will, dass er so nah an uns vorbeikommt. Mal gucken, ob ich das noch schaffe vor den Säulen. Wer ist schneller, der Zug oder Mehmet Oe? 1, 2, 3, ja. Oh, der kommt schnell ordentlich, ey. Ja, ich schaffe das noch. Ja. So, jetzt können wir den richtig genießen, Leute. So sieht das aus. Das wollte ich so machen, dass er an uns vorbeifährt. Abellio. Oder ist das die Hamsterbacke? Der hat so komische Backen. Keine Ahnung, auf jeden Fall sah der interessant aus. Den haben wir doch schon mal in Rot gesehen, oder? Das ist aber jetzt von Abellio. Die haben ja auch Bus und sowas alles. Ja, ich gehe mal näher dran. Vielleicht kann ich seine Backen streicheln oder so. Was? Ja, das ist doch der. Der Zug ist schon da. Der sagt, der kommt gleich. Ist doch schon da, Junge. Vorsicht bei der Einfahrt, der steht schon hier. Ich glaube, der war auf Toilette oder hat verschlafen oder was, keine Ahnung. Ja, so sieht das Teil aus. Guckt euch den an, dann könnt ihr mir sagen, was das ist. Ich mache mal ein Foto schnell. So, Foto ist gemacht. Mal gucken, vielleicht kann ich es als Thumbnail benutzen oder so. Auch ein Bombardier. Den habe ich doch gestern irgendwo gesehen. Ja, dann ist das die Hamsterbacke. Ja, da steht auch wieder Bombardier drauf. Aber sonst nichts. Ja, ich muss noch viel lernen über Züge. Aber dafür habe ich ja auch meine Trainspotter. Die schreiben mir das schön in den Kommentaren, was das ist. Aber ziemlich ruhig hier. Ja, ich denke mal, das wird eine Kleinstadt sein. Ich habe gar nicht gegoogelt, wie viele Einwohner und so. Wenn der gleich wegfährt, dann laufen wir mal so ein bisschen in die Stadt, wenn die sowas haben. So, der Kollege macht sich jetzt auf den Weg nach Leinefelde. Jawohl. So, im Moment kommt nichts mehr. Deswegen, wenn der eigentlich gut getaktet ist, das sage ich ja auch immer, wenn ein Zug gekommen ist, müssten auch draußen eigentlich die Busse schon parat stehen. Und tatsächlich, da steht was. Scheint auch ein älteres Schätzchen zu sein. Aber hier laufen wieder Gesichter. Ich renne mal schnell hin. Ja, Leute, was ist denn das? Schaut mal. Das scheint ein Setra zu sein. S415 LE. Ich habe gedacht, wäre ein älteres, aber der hat auch schon oben diese LE-Geschichte. Und unten, ja, ein Setra. Der sah jetzt wohl nur so alt aus, weil er ein bisschen dreckig ist, denke ich mal. Ja, und hier die Leute, die warten hier auch auf den Bus. Das heißt, müsste gleich noch ein Bus kommen. Jawohl. Und da hinten wird ein Bus gerade von der Polizei kontrolliert. Warum auch immer. Haben die jetzt hier den TÜV übernommen oder was? Komisch, dass ein Linienbus angehalten wird und überprüft wird. Ich gehe mal näher dran, vielleicht erfahre ich da was. Bei der Gelegenheit sehe ich hier auch einen schönen Setra hier rumstehen. Ja. Also ich habe das gesehen oder ich höre das immer noch, was die da erzählen hinter mir. Der Bus hat wohl geparkt hier und jemand ist oben links von ihm
am Heck drangekommen und da ist jetzt eine Schramme. Deswegen, so, ich laufe mal wieder zurück. Kann man noch sehen, oben links an der Ecke. Ja. Okay, hat sich geklärt. Ich habe ja gerade erfahren, dass das eine ganz alte Stadt ist. Deswegen ist immer so ein bisschen alt, dann dazwischen wieder was Neues. Wirklich eine interessante Stadt. Vielleicht habe ich ja heute tatsächlich Zeit, mal so ein bisschen mehr in eine Stadt zu gehen. Dahin sehe ich auch den Kirchturm. Da wird wohl sehr wahrscheinlich das Zentrum dann auch sein, wenn wir genug Busse hier gesehen haben. Ich warte jetzt noch auf einen, der die Leute hier gleich mitnimmt. Und dann laufen wir mal. Ich höre irgendwo eine Straßenbahn. Ah, da hinten. Jawohl. Der hält aber da hinten an, wo die Schienen sind. Genau, die haben hier alles Mögliche. Die haben hier Straßenbahn, die haben hier Busse, die haben alles. Der hält jetzt da vorne an. Schön in Blau und Gelb. Okay. Ja, ich habe mir eigentlich mehr erwartet, dass hier richtig viel los ist. Kommt mir so vor, als ob heute Sonntag ist. Aber es ist Montag. Und ich sehe keinen einzigen Schüler. Haben die hier noch Ferien oder was? In Thüringen. So, jetzt tut sich da etwas. Oha. Wenn der da hinten nicht aufpasst, der Busfahrer. Straßenbahn kreuzt die Straße. Auch nicht schlecht. Vielleicht meinen die das damit mit diesen Schmalspur, aber kann ich mir nicht vorstellen. Das ist doch eine Straßenbahn. Ach, der Bus, der kommt auch jetzt hier hin. Okay. Den wollte ich eigentlich gar nicht aufnehmen. Habe eigentlich auf die anderen gewartet, die auf der Seite hier stehen. Aber okay, wenn er schon mal da ist, nehmen wir den mal gerne mit. So einen schönen Citaro. Ach doch, der fährt doch dahin, oder? Upp, ne. Okay, doch, der fährt jetzt dahin. Gut. Und da ist aber auch schon der nächste. Schön effizient, so wie es aussieht, der MAN. Oder ist das ein normaler? Ich muss immer auf dem Dach gucken, dann sehe ich das. Jawohl, ein effizient. Hybrid. So, jetzt haben wir es. So, der Kollege nimmt da die ganzen Leute damit. Und die zwei, die fahren auch gleich los. Und ich werde, glaube ich, gleich in die Richtung da hinten in der Stadt mal fahren. Ja, der klingelt immer, wenn er in die Kurven geht. Nicht, dass da einer dann, wie vorhin der Bus, wohl dahin kommt. So, der Kollege, der fährt jetzt auch ins Bild rein, schön langsam. Habt ihr gesehen, wer noch in die Kurven guckt? Ob da noch jemand ist. Aber die sehen auch schön aus, ne, Leute? Schaut mal. Naja. So, hier tut sich jetzt nichts. Deswegen fahre ich oder laufe ich mal. Ich laufe gerne, wisst ihr ja. Habe auch kein 9-Euro-Ticket. Will euch jetzt kein Geld ausgeben. Ihr spendiert mir ja nichts. Aber sagt immer, komm hier hin, komm dahin. Ja, Leute. Das waren jetzt 500 Kilometer und da musste ich hier noch Hotel nehmen und so. Das ist alles Geld. So, ich laufe mal mit euch in der Stadt. So Leute, hier kommt noch eine Straßenbahn entgegen. Ich laufe übrigens hier so einen komischen Berg hier hoch. Ich habe einen Guide, sag ich mal, eine Führerin. Die führt mich hier so ein bisschen. Ich weiß nicht, ob sie sich zeigen lassen will, glaubt nicht. Oh, ich habe damit kein Problem. Sie hat kein Problem, sagt sie. Hallo? Genau, sie führt mich jetzt hier so ein bisschen in der Altstadt und hat mir auch schon einiges erzählt. Erzähle ich euch aber gleich bei Gelegenheit. Bis später. So, die Hanna sagte mir gerade, das ist ein Rolandstadt oder so. Was war das? Ja genau, der Roland, das ist das Wahrzeichen von Nordhausen. Der steht da hinten um die Ecke. Um die Ecke, da gucken wir uns natürlich auch an. Ich habe euch ja versprochen, wenn ich irgendwo in der Stadt bin, was Historisches und so, dass ich euch auch was dazu sage. Ich bin jetzt auch ein bisschen aus der Puste. Die Hanna hat einen richtigen Gang drauf. Wir sind hier den Berg von oben, ungelogen, mit 30 km/h hochgelaufen. So Leute, wie ihr sehen könnt, haben wir hier einen Kreisverkehr. Jetzt werdet ihr sagen, wenn die Straßenbahn von da kommt, wie soll er den Kreisverkehr rumfahren? Der fährt einfach quer durch. Schaut mal, der kann einfach quer durch Kreisverkehr fahren. Ist natürlich geregelt mit einer Ampel. Da vorne steht auch schon eine. Aber ich muss mich beeilen, weil kommt die Hanna nämlich zu spät.
So, die Hanna, die hat mich hier hingeführt. Altstadtmäßig. Eigentlich wollte ich euch sowas gar nicht zeigen, so Altstadt, Malstadt und sowas alles. Aber die war so fasziniert von mir. Quatsch. Oder doch, vielleicht. Auf jeden Fall hat sie mir alles erzählt und erzählt. Und ich wollte jetzt nicht sagen, nee, komm, das interessiert mich nicht, tschüss oder so. Nein, sie war ganz nett und hat mir alles bis hierhin, hat sie mich gebracht, damit ich euch so ein bisschen die Altstadt zeige. Ein paar von euch haben ja auch immer gesagt, zeig uns doch mal auch die Städte und so. Das wird jetzt mal so ein Mischmasch aus Stadt, Land und Fluss. Haben die überhaupt einen Fluss? Straßenbahn, Bus und Züge natürlich. Aber ich laufe jetzt mal hier so die engen Gassen. Mal gucken, was ich hier noch finde. So, wirklich sehr schön mit den ganzen Fachwerkhäusern. Aber ich denke mal, das reicht. Unten soll irgendwo noch so ein Roland sein. Den zeige ich euch noch. Und dann gehen wir wieder runter zu den Bussen. Ich hatte euch das ja gerade in der Theorie gezeigt. Und jetzt haben wir die Möglichkeit, das auch in der Praxis mal zu sehen. Alles schaltet jetzt hier auf Rot. Sogar für Fußgänger, wie ihr sehen könnt, weil der überfährt, durchfährt, durchkreuzt, wie auch immer, einfach mal den Kreisverkehr. Und schön langsam und vorsichtig zu seiner Haltestelle und dann kann der Verkehr wieder weiterlaufen. Ich habe extra jetzt 5 Stunden hier drauf gewartet für euch. Quatsch, waren nur 5 Minuten. Alteste Rathaus hatte ich euch ja vorhin schon gezeigt. Und da ganz hinten ist auch dieser berühmte Roland von Nordhausen. So, jetzt habe ich es. So, hier fährt jetzt auch noch einer richtig zügig hoch. Die haben schon ordentlich Tempo drauf, wenn die hier von unten ankommen. Das ist schon ein steiler Berg. Vielleicht könnt ihr da oben diese Fläschchen da sehen. Ich habe auch gegoogelt, oder beziehungsweise die Hanna hatte es vorhin auch schon mal erwähnt, dass das hier auch die älteste und bekannteste Schnapsbrennerei oder Kornbrennerei, wie auch immer, der echte Nordhäuser. Da vorne ist auch noch ein Plakat. Da könnt ihr es auch noch mal sehen. Ich zoome das mal ein bisschen näher. Ja. Jetzt sind wir direkt im Ort des Geschehens, wo die gebrannt werden. Ich hatte euch ja schon mal gesagt, wenn irgendwo in der Stadt so Straßenbahnen sind, dann sieht man sehr wenig Busse. Das sehe ich jetzt hier auch. Der hat jetzt rot, die Straßenbahn. Oben könnt ihr sehen, jetzt darf es auch fahren. Oben die Ampel ist extra für die. Ja, also busmäßig habe ich nur ein paar gesehen bis jetzt, aber nur die ganze Zeit Straßenbahn en masse. Ich hatte ja vorhin spaßeshalber Stadt, Land, Fluss gesagt, Leute. Die haben hier tatsächlich Wasser, Fluss, Bach, keine Ahnung, was das ist. Manche sagen von euch, ja, du hast dich nicht vorbereitet. Wie soll ich mich vorbereiten, Leute? Ich fahre einfach in eine Stadt, ihr sagt, kommt hier hin. Ne? Sowieso knapp mit der Zeit. Und wenn ich dann schon mal hier bin, dann kann ich mir doch nicht, hallo, da hat mir gerade jemand Hallo gesagt. Okay, hier laufen komische Gestalten rum. So, hier sind auch noch Busse. Die haben mir auch noch zugewunken irgendwie. Keine Ahnung. Endlich mal ein Bus. Was war ich am Erzählen? Genau, da komme ich hier hin, natürlich unvorbereitet. Ab und zu habe ich noch die Zeit, vielleicht Wikipedia zu googeln oder so. Aber ansonsten, dafür seid ihr da. Wenn ihr doch eure Stadt kennt, könnt ihr das immer in den Kommentaren schreiben, Leute. Ich habe jetzt hier auch so ein Schild entdeckt. Harz Querbahnhof heißt das. Und Hauptbahnhof. Aha, jetzt wissen wir, wie das heißt. Von der Seite bin ich ja gerade gekommen. Aber ich sehe da hinten auch was Rotes, was auch so ähnlich wie mit Bahnhof zu tun hat. Vielleicht sind das irgendwelche Hallen oder so. Vielleicht kann ich da was entdecken. Ich laufe mal andersrum. Ich weiß nicht, wie viele Straßenbahnen die hier haben, Leute. Nur Straßenbahnen im Betrieb. Ab und zu mal auch so ein LKW. Hier ist wieder das Schild mit dem Harzer Schmalspurbahnen. Kann man da vorne rechts, das werden wir gleich auch machen.
Ich glaube, einer von euch hatte mal geschrieben, nimm doch mal diese Schmalspurbahn mit so nicht Wasserstoff, also nicht elektrisch, ne, dass der überall fährt. Aber das ist eine Strecke von 140 Kilometern insgesamt. Ich weiß nicht, ob das mit den Zeiten passt und so. Ich gucke mal aber gleich, wir haben ja gerade den Bahnhof von dieser Schmalspurbahnhof da gesehen, ob da irgendwelche Zeiten sind, ob ich da vielleicht mal auch mitfahren kann oder so. Aber ich habe an dich gedacht, ich weiß jetzt nicht, wer das geschrieben hat. Da sind so viele Anschreiben, so viele Fragen, Leute. Ich weiß echt nicht, wer was geschrieben hat. So, da geht es zum Bahnhof, aber hier ist auch irgendwie so ein altes Werk. Ich weiß nicht, was das ist. Ja, auf jeden Fall habe ich gedacht, das gehört zum Bahnhof, aber scheint irgendeine Fabrik zu sein. Da vorne gibt es Parkplatz für Busse, da steht auch einer. Und die Hanna hat mir vorhin auch mal erzählt, weil ich habe gefragt, warum ist hier heute nicht viel los? Habt ihr noch Ferien? Die haben tatsächlich noch Ferien hier. Mein Pech, denke ich mal, sonst hätten wir mehr Busse gesehen. Wie ihr sehen könnt, die meisten Busse stehen irgendwo, weil die eben halt nichts zu tun haben. Ich sage ja, der Schülerverkehr, das ist das A und O. Wenn die nicht wären, würden manche Betriebe echt Schluss machen. So, ich habe jetzt wieder genug Kilometergeld gesammelt. Jetzt kann ich wieder zurückfahren. Ja, hier stehen sie alle. Ich wollte ja noch den Bahnhof dann mit dieser Schmalspurgeschichte mich nochmal anschauen. Dann melde ich mich nochmal wieder. So, hier sind wir jetzt davor. Harzer Schmalspurbahnen. Ja, die Nordhausen, Wernigerode und Brocken Eisenbahn. So, da gehe ich mal rein, erkundige mich mal. Der Dampfladen, also Dampflok sind das wohl sehr wahrscheinlich. So sieht es aus. Das geht bis nach Wernigerode, nach Quillenburg. Wir sind ja hier in Nordhausen. Bis Eisfelder Talmühle. Ich frage mal, wie teuer das ist. Wird vielleicht interessant. Vielleicht mache ich es. Ich gucke mal. Ich habe noch nicht gefragt. Da sind noch Leute vor mir. Aber das hier ist eben halt dann der Bahnhof, wo ich gesagt habe, was sind das für alte Züge. Da ist das Teil. Dann wird er wohl gleich hier ankommen. Ich gucke mal, wie spät. Auch wenn ich nicht fahren sollte, kann ich den ja vielleicht euch aufnehmen. Ach, der ist schon da. Ich gehe mal direkt dahin. Ja. Ich glaube nicht, dass ich da mitfahre, aber wir können uns mal das schon mal anschauen. Ja. Das meinte der Kollege wohl, fahr doch mal damit mit. Aber kaum Leute drin. Ich denke mal, das wird auch ganz teuer sein. Der wird jetzt auch loslegen. Aber vielleicht können wir gleich sehen, wie er losfährt. Die reparieren da oben gerade noch etwas. Da sind auch welche, die auch fotografieren und filmen, so wie ich. Haben wir wenigstens das gesehen. Ja. Schön. Vielleicht habt ihr mal Interesse, irgendwann mal hierher zu kommen und hier mitzufahren. Ich habe auch keine Maske mit, ist auch Maskenpflicht hier. Ja. Jeder ist am Filmen, am Fotografieren. Hat man selten. Ja. Wird auch noch mal schön sauber gemacht da oben. So sieht das Teil aus. Genau. So, ich frage aber trotzdem mal nach, ob wir hier mitfahren können. Ich weiß nicht, ob sich das lohnt für mich. Ich werde da wohl, habe da gesehen, die Scheiben sind so beschlagen und so. Da werde ich wohl davor nichts sehen. Ich nehme mal so ein paar Einzelteile auf. Vielleicht kann der eine oder andere was damit anfangen, der das noch nicht gesehen hat. Harzer Schmalspurbahnen, Wernigerode. Ja. Wirklich toll. Und oben, wie ihr sehen könnt, hat er auch noch die Kohle. Ja, mit Dampflok. Schön, wirklich schön. Aber wie ich schon gesagt habe, guckt mal, die Scheiben sind alle beschlagen. Da hätte ich jetzt nichts gesehen. Wäre unnötig rausgeschmissenes Geld. Ja. Schön ist, dass wir die Dampflok gesehen haben. Ja.
Ich denke mal, ist auch in eurem Interesse. Was soll ich da drin alleine, was soll ich euch erzählen? Ich muss von daher auch wieder zurück, mein Auto steht ja hier. Okay. So Leute, ich habe mir mal die Mühe gemacht, das Teil mal von einer anderen Perspektive zu sehen. Bin mal hoch auf diese Brücke. Der macht da jetzt schon mal richtig Dampf, damit er Temperatur hat und hier loslegen kann. Der fährt dann hier an uns vorbei. Hier unten auf die andere Seite. Da geht es nämlich weiter. Das zeige ich euch aber gleich, wenn der hier an uns vorbei ist. Bei der Gelegenheit, dauert noch, bis er wohl auf Temperatur kommt oder so, habe ich gerade noch einen Booster entdeckt. Der müsste gleich da erscheinen. Ja, auch einen schönen, effizient, Hybrid, alles schöne neue Busse. Da hinten sind auch noch ein paar Schaulustige, die auch das machen, was ich mache. So ein bisschen Trainspottern. So, wenn dieser schwarze Rauch kommt und das ertönt, dann geht's wohl los. Jawohl. Nicht, dass die jetzt auch noch ankommen. Oh, Umweltverschmutzung. Oh, jetzt auch richtiger Nebel. Jetzt sehen wir ja gar nichts mehr. So, auf geht's. Er setzt sich in Bewegung. Wo habt ihr sowas schon mal gesehen, Leute? Ihr habt das schon richtig gemacht. Mehmet Oe abonniert. Dann seht ihr solche spektakulären Aufnahmen. Jetzt könnte man das Jim-Knopf-Lied dazu machen. Eine Insel mit 2 Bergen und so weiter und so fort. Ach du Scheiße, die Dampf kommt auf uns zu. Und jetzt? Ach du Scheiße, boah, ich ersticke. Auf der anderen Seite geht's weiter. Ach du Kacke. Guckt euch das mal an, Leute. Jetzt hätte man eine Maske gebraucht. Jawohl. Und weg ist er. Oh, das stinkt wirklich nach Kohle, ey. Nur, dass das nicht nach Kebab riecht. Da könnt ihr es sehen, nach Göttingen und Leipzig mit der A38 werde ich gleich nach Göttingen fahren. Das Video kommt dann auch irgendwann. Ich wollte euch noch mal das Hotel zeigen. Von der Seite Hotel Nordhausen. Kann ich auch übrigens empfehlen. Wirklich ein sehr schönes Hotel. So Leute, ich verabschiede mich von euch, von dem schönen Nordhausen. Erst habe ich ja gesagt, hat sich nicht gelohnt, weil wir so wenig gesehen haben. Aber nachher der Dampflok, das war wohl das Highlight von dem ganzen Video. Ich bedanke mich, dass ihr wieder dabei wart, dass ihr eingeschaltet habt. Auch zu dieser Uhrzeit 10:30 Uhr für die Premiere und später für diejenigen, die es später angucken. Auch ein Dankeschön, dass ihr mir weiter folgt, dass ihr mir weiter schön Likes gibt und vor allem schön kommentiert. In diesem Sinne, macht's gut, bis in einem anderen Video. Euer Mehmet Oe. Ciao Leute.